Moin meine Lieben, ihr schaut Mo von VR, ich bin Mutansen, ich berichte euch über VR und ich bin ehrlich gesagt so langsam froh, wenn diese ganzen Showcases aufhören. Noch vor Juni hat das angefangen, gibt es Showcases und jedes Mal fällt irgendwo ein Infobröckchen raus zu irgendeinem PlayStation VR 2 Titel. Dann kommen auch noch zwischendurch Nachrichten raus. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt und das hat tatsächlich alleine schon irgendwie 1,5 Stunden gedauert. Diese ganzen Informationen mal chronologisch sortiert, alle Informationen aufbereitet und das ist das Video, was ich euch heute zeigen möchte. Es sind immerhin 20 oder sogar 21 Titel für die PlayStation VR 2, die jetzt irgendwie neu oder mit neuen Informationen angekündigt wurden. Dieses Video ist allerdings auch keine komplette chronologische Reihenfolge aller PlayStation VR 2 Spiele, die in der Zukunft erscheinen werden, denn das habe ich ja jeweils schon immer erzählt in den Momenten, wo es relevant war. Auch das Video, wartet hier, PlayStation VR 2 Release im Juni, update ich ständig, falls ihr wissen wollt, was im Juni alles rauskommt. Guckt bitte da. In diesem Video jetzt gucken wir uns einfach nur an, was wieder neu erzählt wurde oder neue Informationen hat. Ja, das ist also ergänzend zu den anderen Videos. Jetzt aber viel Spaß bei den PlayStation VR 2 Spiele-News. Ich hoffe, für euch ist da auch ordentlich interessantes Material dabei. Würde mich über ein Däumchen freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt geht's einfach mal los. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Den habe ich schon an anderer Stelle erzählt, aber trotzdem jetzt nochmal. Morgen kommt Survive für PlayStation VR 2 raus. Ja, das wird ein Upgrade sein. Für alle Leute, die die PlayStation VR 1 Version gekauft haben, ist es dann for free. Und die PlayStation VR 2 Version hat dann jetzt auch Crossplay mit der PC-Version. Ist eine schöne Sache, denn das hat einen 4er Koop. Ja. Da wird man sich dann zu viert durch die Zombies schnetzeln können. Ich bin ziemlich gespannt drauf. Ich habe Bock drauf, werde ich mir morgen mal angucken. Wahrscheinlich in einem Livestream, vielleicht seid ihr dabei. Und seit gestern wissen wir den neuen Termin von Hubris. Am 22. Juni kommt es jetzt raus, also auch nicht mehr lang hin. Dann ist es endlich da. Wir hatten schon mal einen konkreten Release-Team, der verschoben wurde letzten Monat. Jetzt ist das der neue. Ich bin mal gespannt, wie die Entwickler es hinbekommen haben. Denn grafisch ist es ja sehr, sehr schön, allerdings auch schon auf einem PC technisch sehr herausfordernd gewesen. Guckt ihr im Zweifelsfall vielleicht mal vorher mein Technikanalyse-Video an, bevor ihr das Spiel dann wirklich kauft. Es freut mich auch sehr. Until You Fall, ein super schönes roguelike Kampfspiel, das wir auch schon für die PlayStation VR 1 haben, kommt, hier gibt es kein konkretes Datum, auch noch im Juni raus, laut Entwickler. Wir hatten auf der PlayStation VR 1 leider nur die Grafik der Quest-Version. Das war ein bisschen schäbig, denn die PC-Version sieht unfassbar aus und ich hoffe, wir kriegen jetzt einen reinen PC-Port für die PlayStation VR 2. Das ist nämlich auch ein wunderschönes Game. Großer Spaß. Und es gibt auch noch eine neue Release für den Juni, nämlich am 30. Juni kommt B99 Overclocked raus. Das ist auch wieder so ein Port von einem Mobile-Game, von einem Ein-Personen-Studio und versucht irgendwie Kämpfe im Cyberspace darzustellen. Aber es läuft auf der PlayStation VR 2 immerhin mit 90 FPS. Ohne Reprojektion sollte aber auch eigentlich jedes Spiel von einer mobilen Konsole portiertes irgendwie abliefern, finde ich. Ja, was das konkret bringen wird, werden wir uns dann einfach anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe. Dysynchronia gibt es ja auch für die PlayStation VR 2 und mittlerweile ist hier Episode 3 angekündigt. Da gibt es nämlich offensichtlich immer so kleine Stückchen. Und das nämlich für den 13.07. Nächsten Monat gibt es eine neue Episode zu Dysynchronia. Ich glaube, das ist eine Japano-Detektivgeschichte. Schwierig. Ich habe schon mal reingeguckt, aber habe es vergessen, was da passiert ist. Tatsächlich. Hier ging ein Jauchzen durchs Internet. Phasmophobia ist nämlich für Konsolen angekündigt worden und sowohl für Xbox als auch PlayStation. Auf PlayStation gibt es das dann auch in VR auf der PlayStation VR 2 und es kommt im August. Das wissen wir schon, noch nicht wann konkret. Phasmophobia ist auch sehr beliebt bei Gruselfans. Hier könnt ihr nämlich auch im Koop, ich glaube bis zu 4 Leuten, Geister jagen in Häusern. Ja, keine schöne Geschichte. Die Leute lieben es. Ich werde einen großen Bogen drumherum machen, aber es freut mich, dass es jetzt endlich angekündigt ist und kommen wird. Dann gab es einfach mal neues Material zu Sierra Squad, nämlich den Realism Mode. Sierra Squad ist auch für August angekündigt, auch ohne konkreten Tag. Das wird irgendwie groß und toll und Koop haben. Da haben sie jetzt gestern bei der Upload VR Game Show dann auch ein bisschen neues Material gezeigt, das ihr gerade sehen könnt. Ja, der Realism Mode nennt sich das. Und nach Sierra Squad kommt dann TOS. Auch hier gibt es witzigerweise schon ein konkretes Datum, nämlich den 7.9. Und das ist mehr oder weniger so eine Art Jump and Run in VR. Ja, oder Plattformer, sagt man auch. Ihr wisst Bescheid. Das wird von Vertigo Games vertrieben
und verspricht spannende Parcours-Action. Yeah. Der nächste Kandidat ist auch jetzt schon ein bisschen länger angekündigt, kommt aber chronologisch erst jetzt. Hellsweeper. Hellsweeper kommt am 21.09. dann und soll auch nochmal satte Action bringen. Das ist von den Leuten, die diese Renntour gemacht haben. Ja? Falls ihr das noch auf dem Zettel habt, das war ja so ein cyberpunkiger Slasher. Hellsweeper tritt halt voll in die Fußstapfen, allerdings wechselt es so ein bisschen das Genre. Das ist jetzt eher Fantasy, würde ich sagen. Ihr prügelt euch durch 18 Maps. Oh, ich sehe gerade, es bleibt auch noch ein bisschen Endzeit-Cyberpunk. Okay. Hierfür haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein konkretes Datum, eine konkrete Ankündigung für die PlayStation VR 2, Hellsweeper am 21.09. Dann gibt es ohne konkretes Datum, aber mit der Bemerkung soon, Fisherman's Tale. Genau, jetzt sagt ihr, wie? Das ist doch letztens rausgekommen. Nee, der Nachfolger ist letztens rausgekommen. Another Fisherman's Tale. Und das Original, Fisherman's Tale, das wir auch schon auf der PlayStation 1 hatten, ist nämlich auch ein sehr, sehr schönes Puzzlespiel gewesen. Mit einem lustigen Twist. Ihr spielt da in einer Welt, die in einer Welt ist, so ein Matroschka-System, und auch darüber lösen sich die Rätsel. Das hatte zum Beispiel seinerzeit sehr schöne deutsche Synchronisation. Auch schöne Grafik, ging allerdings nur so 2 Stündchen oder so, würde ich mal sagen. Ja, aber es ist ein wunderschönes Ding und wird jetzt irgendwann die nächsten Tage auch für die PlayStation VR 2 rausfallen. Hier haben wir leider keine Informationen, ob das dann ein Upgrade ist und solche Geschichten. Ist aber ein schönes Spiel, können wir gut gebrauchen. Vielleicht erinnert ihr euch an der Stelle auch, dass es auch ein Video von mir gibt, das heißt PlayStation 1 zu PlayStation VR 2. Und hier trage ich auch weiterhin die Liste ein mit allen Spielen, die von der PlayStation VR 1 auf die PlayStation VR 2 rüberkommen. Ja, falls euch sowas interessiert, guckt einfach danach. Der nächste Titel, der angekündigt wurde für die PlayStation, ist Barbaria. Der ist wiederum schon für andere Plattformen draußen und scheint so eine Art nimm Gorn, mach ein RPG raus und sei gleichzeitig ein Tower Defense. So, das ist der Auftrag. Mich hat es jetzt nicht so krass abgeholt beim Zugucken, aber wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Angekündigt ist es für Sommer. Und die einzige wirklich herzhafte Überraschung auf der Upload VR Showcase war Arashis Castle of Sin. Und zwar der Final Cut. So, das Ding ist 2021 exklusiv für die PlayStation VR 1 rausgekommen. Ich habe es auch ordentlich gespielt, ja. Falls euch das interessiert, guckt euch ruhig mal meine Let's Plays dazu an. Es war ganz okay, aber nur das. Ja, also es war kein Highlight oder so. Man kämpfte sich da als Samurai zusammen mit seinem Wolf und sneakte so ein bisschen durch die Level. Das war irgendwie ganz nett. Die Gegner waren aber auch nicht so schlau. Es hat später noch Upgrades gegeben. Und jetzt kommt es nochmal in der Final Cut, also in der Remaster-Version raus. Dann auch für den PC und für die Quest. Letzteres übrigens lässt mich daran zweifeln, dass das jetzt der Next Generation Remaster ist, aber gucken wir einfach mal. Also das wird es auch nochmal geben für die PlayStation VR 2. Ich habe das nochmal recherchiert, denn es wird jetzt published von Skydance. Das sind die Leute, die halt The Walking Dead Saints & Sinners gemacht haben. Das hat aber soweit nichts zu bedeuten, denn der Entwickler bleibt derselbe. Die haben nämlich jetzt auch getwittert, hey, der Final Cut kommt. Also es ist die aufgebaute Version vom guten alten Arashis Castle, nicht etwa von neuen Entwicklern, sondern von genau demselben. Deswegen denke ich mal, kommt da auch genau dasselbe Spiel auf uns zu, vielleicht an einigen Ecken ein bisschen verbessert. Arashis Castle of Sin, The Final Cut, kommt dann im Herbst auf uns zu. Jetzt geht's weiter mit komplett random, keine Daten. Wir haben noch einen neuen Trailer bekommen zu Bad Dreams. Da steht einfach nur, developed by French independent studio Bad Dreams is much more than a simple game. It is an immersive experience out of the ordinary, where you survive, release, instinct. Es ist ein Horrorgame, Mensch. Sieht man doch. Da, mit Augen in der Wand. Wem wollt ihr was vormachen? Sieht tatsächlich, ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass jedes einzelne so nicht AAA-Horror-Game, dass die alle irgendwie gleich aussehen? Muss nichts Schlechtes sein, muss aber auch nicht Gutes sein. Wir wissen es einfach nicht. Bad Dreams ist witzigerweise aber nicht nur für die PlayStation VR 2, sondern auch für die PlayStation VR 1 angekündigt. Ja? Und das ist mal ein Novum. Kann man mal erzählen. Einen spannenderen Titel haben wir noch, nämlich Grimlord. Grimlord habe ich tatsächlich auf dem PC in der Demo schon mal gespielt und war ziemlich begeistert. Optisch ist es schon mal ein ziemlicher Hingucker gewesen. Hier geht es auch wieder darum, sich in einem Fantasy-Environment zu kloppen. Also ein bisschen RGB-Elemente gibt es auch.
Und das erinnert mich aber eher an so ein Souls-like-Spiel. Ja? Also hier ging es nicht darum, einfach Gegnerhorden wegzumetzeln, sondern man erobert da so eine ganze Burg und es wird halt immer schwerer. Ich glaube, das hatte auch so Roguelike-Elemente. Hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Ja? Und das kommt jetzt am 22. Juni erstmal für SteamVR raus und dann später auf eine andere Plattform, unter anderem PlayStation VR 2. Und das könnte auch nochmal ein richtig schöner Titel werden. Ich bin gespannt. Direkt danach kommt Final Fury. Das ist von Kluge Interactive. Das sind die Leute, die auch Synth Riders gebracht haben. In einer sehr, sehr schönen Version. Für unsere geliebte PlayStation VR 2. Final Fury wird tatsächlich so ein klassischer Slasher. Ja? Ihr kennt das, ein Street Fighter, wie sie alle hießen. Genau sowas wird das. Ich bin mal gespannt, wie sich das in VR anfühlen wird. Vielleicht ist es auch verbunden mit Musik oder wir wissen es alle nicht. Aber wir werden es rausfinden. Final Fury kommt auch für die PlayStation VR 2, aber hier auch noch komplett ohne Datum. Dann gab es auf der Upload Showcase auch nochmal die Erwähnung, dass Tin Hearts kommt. Jetzt nicht nur für die PlayStation VR 2, sondern auch für die Quest. Teil ist ja letzten Monat für PlayStation 5 rausgekommen und da wurde auch gesagt, im Sommer kommt dann ein Update für VR 2. Auch dieser Trailer hat es nicht geschafft, irgendein Datum zu erzählen, aber ja, Tin Hearts für die PlayStation VR 2 kommt immer noch. Dann habe ich hier ein fantastisches Spiel, das nennt sich Gazless. Auch das hat nur das Datum 2023 und ist offensichtlich ein Rail-Shooter, Co-op-Rail-Shooter mit Cartoon-Grafik und das könnt ihr hier im Trailer mal sehen, ob ihr das benötigt. Weiß man nicht, aber was soll's. Auf jeden Fall kommt es auch für die PlayStation VR 2 unter anderem und PC und so weiter. Quest und Pico werden auch noch folgen, also jeder kann darauf Spaß haben, soll aber auch so Roguelike-Elemente haben. Also freut euch auf Gazless. Dann gibt es wieder einen kompletten random Trailer. Pneumata VR. Und das ist auch wieder so ein Ding. Der Trailer sieht übrigens ganz nett aus, aber das ist von Perp Games. Perp Games sind bisher die Leute, die nicht nur PlayStation VR 2 Titel publishen, sondern auch Discs dafür produzieren lassen. Ja, also wenn es momentan für die PlayStation VR 2 Retail-Games gibt, also so richtig so eine alte Blu-ray in der Packung, dann kommen die meistens von Perp Games. Ich nehme an, es ist auch für die PlayStation VR 2. Ja, also das ist jetzt tatsächlich das erste Game, was nicht 100% auch für die PlayStation VR 2 angekündigt ist. Hier würde mich aber wundern, wenn es das nicht ist, denn Perp Games publisht normalerweise keine PC-VR-Games. Das ewige Lo-Fi flog auch auf der Veranstaltung gestern nochmal durch den Bildschirm. Ich bin's leid. Es kommt 2023 und ich bin übrigens, obwohl die Grafik toll aussieht, weiterhin der Meinung, das wird kein richtiges Spiel sein. Es ist irgendwie ein Typ, der dröbelt da seit 3, 4, 5 Jahren dran rum. Lassen wir uns mal überraschen. Die Grafik sieht super aus, aber bitte erwartet nicht ein tatsächliches Cyberpunk 2027 in VR oder so. Ja, das wird es einfach gar nicht sein. Dann haben wir auch eine Geschichte, von der ich bisher noch nichts gehört hatte, Throwback. Das kommt jetzt für den PC raus und dann irgendwann erstes Quartal für die PlayStation VR 2 und danach dann auch noch für Quest und Pico. Eine Mischung aus Paperboy, Pro Skater und Road Rush in VR. So, vielleicht fährt man da on Rail und muss dann alle mit Zeitschriften bewerfen und Baseball Dinge über den Kopf hauen. Ich glaube auch nicht, dass das die finale Lösung wird für alle Leute, die sich die Ready Player One Welt erträumt haben. Aber es sieht zumindest ganz lustig aus. Wie gesagt, erstes Quartal 24 auch für die PlayStation VR 2 angekündigt. Und als ob das noch nicht reichen würde, ist auch dieses glorreiche Spiel hier mit einem Trailer angekündigt worden. Paint the Town Red in VR. Auch erstes Quartal 2024, da können wir uns schon richtig freuen. Da gibt es nämlich auf die Fresse im lowsten Minecraft-Look der Welt, ob wir 2024 sowas auf der PlayStation VR 2 brauchen, aber warum nicht? Es findet sich ja seine Freunde. So, während ich diesen ganzen Schüssel geschnitten habe, passiert einfach mal ein neuer Kram. Heute im PlayStation-Blog weitere Titel, die angekündigt sind. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Es ist Tiger Blade. Für mich sieht das aus wie die koreanische Variante von Until You Fall. Schaut aber eigentlich ganz nett aus. Mal sehen, was das wird. Ich finde es okay und vor allen Dingen auf jeden Fall komplett neu. Noch nie gehört von dem Titel. Du weißt ja auch wieder, dass hinter den Kulissen immer was los ist, was wir einfach gar nicht wissen. Dann zu meinem großen Erstaunen, Wanderer. Das wurde schon angekündigt, dass es auch für die PlayStation VR 2 kommen wird. Allerdings nennen sie es jetzt
The Fragrance of Fate. Es kommt erst 24 und ist dann aber ein Remaster. Ja, wunderschönes Spiel, hat eigentlich Spaß gemacht und jetzt gucken wir uns das dann in verbesserter, schönerer Grafik, aber erst nächstes Jahr an. Kann man machen, genug Anzahl was zu spielen gibt. Warum nicht? Dann auch noch ein kleiner Nachtrag, das wussten wir bereits, Pixel Rip 1995 kommt nämlich auch, also der Vorgänger von dem just erschienenen Pixel Rip 1978 und das war auch ein richtig geiles Spiel. Hier im Blog schreiben sie, dass es jetzt statt 60 mit 120 Bildern pro Sekunde läuft. Braucht kein Mensch, macht lieber gute Auflösung. Und dann wird ganz am Ende nochmal Seven's Guest in VR erwähnt. Das hatten wir schon. Für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, auch The Seven's Guest VR kommt für die PlayStation VR. Alle Sachen, die jetzt angekündigt sind, ohne konkretes Datum. Und das, Leute, war es dann erstmal von mir mit den ganzen Geschichten. Das ist nicht eine vollständige Liste von allem, was rauskommen wird, sondern nur das, was jetzt in den letzten Tagen in den ganzen Showcases und zwischendurch entweder ganz neu erzählt wurde oder mit neuen Informationen. Jetzt muss ich durchatmen. Ich hoffe, ihr macht euch einen netten Tag und wir sehen uns dann. Bis dann, Mo von VR. Denkt an das Däumchen. Bin immer für euch da. Ciao, ciao.